Heute schauen wir uns einen Bericht an, wo geschrieben wird, inwieweit die deutsche Wirtschaft ein Problem für Polen sein könnte. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich verliere mal ein paar Worte zu mir selber, falls du heute das erste Mal auf den Kanal triffst. Mein Name ist Christoph und ich bin vor einigen Jahren von Deutschland nach Polen ausgewandert. Ich lebe jetzt hier in Łódź und führe hier mein Leben in Łódź ganz normal weiter fort. Auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Polen. Und falls du dich auch für das Thema Polen interessierst oder vielleicht auch einfach nur ein bisschen Unterhaltung suchst, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Schon mal vielen lieben Dank dafür. Kommen wir jetzt auch schon langsam zum Hauptthema und schauen uns mal gemeinsam einen Bericht an, wo darüber geschrieben wird, inwieweit die deutsche Wirtschaft ein Problem oder die schwache deutsche Wirtschaft ein Problem für Polen sein könnte. Es ist sogar eine polnische Quelle, die werde ich euch dann auch gleich zeigen. Ihr findet natürlich alle Quellen auch unten in der Videobeschreibung, aber der Text, der ist sogar auf Deutsch geschrieben. Das ist nämlich die Internetseite Polski Radio.pl und die haben wohl anscheinend auch irgendwie eine deutsche Redaktion. Ich würde einfach mal sagen, wir lesen uns einfach mal gemeinsam den Text durch. Der ist wirklich nicht groß und dann unterhalten wir uns mal ein bisschen darüber. Gebt mal meine Meinung dazu. Ihr könnt auch sehr gerne mal eure Meinung dazu unten in den Kommentaren hinterlassen. So, das ist jetzt hier der Bericht von der Seite polskiradio.pl. So wie man das hier sieht, das ist ein deutsch geschriebener Text, der hat hier wohl eine deutsche Redaktion. Kann man sich hier wahrscheinlich auch umändern, die Sprache, wahrscheinlich in der Sprache, die man gerne lesen möchte. Wir lassen es aber jetzt mal auf Deutsch. So, das ist hier auch der Bericht. Das sind 3 Berichte in einem. Wir gehen aber jetzt hier nur wirklich den einen Bericht hier durch, weil es hier um die Wirtschaft geht zwischen Deutschland und Polen. Und ich würde einfach sagen, wir fangen einfach mal an. Schwache deutsche Wirtschaft, ein Problem für Polen. Der starke Złoty schadet dem polnischen Exporteur weniger als die Schwäche der deutschen Wirtschaft, sagt Polens Nationalbankchef Adam Glapiński. Und hier kommt dann auch schon der zweite Bericht, deswegen wir gehen erst gar nicht darauf ein. Gehen wir sofort runter. Do rzeczy. Do rzeczy ist übersetzt zur Sache, würde ich jetzt sagen. Do rzeczy. Schwache Wirtschaft Deutschlands, ein Problem für Polen. Die Wochenzeitung Do rzeczy verweist auf die enge Verflechtung zwischen der polnischen und der deutschen Wirtschaft und die daraus resultierende Komplikation. Der starke Złoty schadet dem polnischen Exporteur weniger als die Schwäche der deutschen Wirtschaft, die derzeit stagniere, habe soeben der Chef der polnischen Nationalbank NBP Adam Glapiński betont. Geht es nach Glapiński, müssten demnächst 2 Wachstumsmotoren ins Spiel kommen, nämlich Investitionen und Exporte. Momentan sei es um die Exporte schlecht bestellt, die Dynamik habe stark nachgelassen. Man sage, der Wechselkurs der Złoty sei zu hoch, erklärte Glapiński auf einer Pressekonferenz. Der Adam Glapiński ist vielleicht ein Experte, wenn es darum geht. Er wird da bestimmt seine Meinung haben. Vielleicht wird er da auch die ein oder andere Quelle haben. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt hier nicht wirklich ein großer Wirtschaftsexperte oder sonst irgendwie so. Also hobbymäßig interessiere ich mich schon für das ein oder andere. Aber ich habe hier etwas gelesen und zwar das hier. Der Wechselkurs der Złoty sei zu hoch. Dem würde ich jetzt vielleicht nicht ganz zustimmen. Ich würde sagen, der Wechselkurs, der ist jetzt eigentlich auf einem normalen Niveau, wie er sonst gewöhnlich immer war. Der war immer so in der Regel, also auch immer die Jahre davor, eigentlich 1 Euro, 4 Złoty 20, 4 Złoty 13, manchmal 4 Złoty 15. Dann hatten wir ja hier vor einigen Jahren die ganze Krise, was ja die ganze Welt fast zum Stehen gebracht hat. Dann ist der Złoty wirklich schwach gewesen, extrem schwach. Er hatte, glaube ich, sogar sein Rekordtief gehabt. Der war dann bei fast 5 Złoty auf 1 Euro. Das ist natürlich schlecht. Vor allem ist das auch schlecht für die Bürger, die hier leben, weil für die waren dann natürlich der ein oder andere Artikel
teurer dann auch, weil man muss ja auch sagen, klar, wenn der Zloty schlecht ist, Import-Export-Handel passiert im Euroraum überwiegend mit Euro. Ich weiß nicht, ob hier der Dollar genutzt wird, aber der Dollar wird ja auch als Zahlungsmittel bei Import-Export akzeptiert, also Dollar oder Euro. Und wenn der Zloty gegenüber dem Euro schwach ist und die polnischen, sage ich jetzt mal, Importeure oder Exporteure in Euro zahlen müssen und die haben einen schwachen Zloty, ja, dann könnt ihr euch ja ausrechnen, dass auch automatisch natürlich die Produkte für den Einkauf hier für Polen teurer sind und natürlich dadurch, dass es dann teurer eingekauft wird, wird das auch natürlich teurer an den Bürger weitergeleitet. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich würde nicht sagen, dass der Zloty ein Problem ist, dass er zu hoch ist. Ganz und gar nicht, weil ich finde, der ist eigentlich auf einem normalen Niveau. Ist zumindest nur meine Amateurmeinung dazu. Aber ihr könnt mir mal gerne eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren hinterlassen. So, gehen wir mal weiter. Natürlich würden polnische Unternehmen durch den starken Zloty ein wenig behindert, aber wenn es nach Glapiński geht, sei das nicht der Hauptfaktor. Ich verstehe den Satz irgendwie nicht. Natürlich würden polnische Unternehmen durch den starken Zloty ein wenig behindert, aber wenn es nach Glapiński geht, sei das nicht der Hauptfaktor. Sorry, ich verstehe den Satz nicht. Könnt ihr mir vielleicht mal in den Kommentaren hinterlassen. Vielleicht würden polnische Unternehmen durch einen schwachen Zloty behindert werden. Zumindest so, weiß nicht. Also vielleicht verstehe ich da auch etwas falsch. Gehen wir mal aber einfach weiter. Der wichtigste Faktor sei die kranke deutsche Wirtschaft. Die Tatsache, dass sie stagniere, meinte der NBP-Chef. Und der Hauptempfänger polnischer Waren, sowohl der Exporte als auch der Importe, sei eben Deutschland. Lesen wir weiter. Ich bin mir nicht sicher, ich vermute mal, hier wird es einige Probleme mit der Übersetzung geben. Also wie gesagt, das ist eine polnische Quelle. Ich weiß auch nicht, wer jetzt hier den Text geschrieben hat. Entweder sind hier Probleme mit der Übersetzung oder ich verstehe den Text einfach ein bisschen falsch. Zumindest sind hier Sachen geschrieben, die auf jeden Fall auch der Wahrheit entsprechen. Also das ist jetzt hier nicht irgendwie ausgedacht. Es ist ja in der Tat so, wenn es jetzt um Import-Export geht, dann ist schon Deutschland für Polen der wichtigste Handelspartner, muss man einfach so sagen. Aber Polen ist auch für Deutschland ein verdammt wichtiger Handelspartner. Und natürlich habe ich hier dann auch das ein oder andere hier mir mal rausgesucht. Moment, ich schaue mal, wo ist das? Genau, hier haben wir zum Beispiel jetzt mal die wichtigsten Exportländer im Jahr 2023 für Polen. Und dann sehen wir natürlich auch Deutschland mit fast 30% ganz weit oben. Wenn wir hier schauen, ja, ich will jetzt nicht sagen alle, aber wenn wir jetzt mal hier alle zusammenzählen, da kommen wir ein bisschen mehr auf die 27% hier. Also da sieht man, dass Deutschland schon sehr wichtig für Polen ist, wenn es jetzt um Exporte geht. Und genau das gleiche ist auch bei Importen. Polen importiert am meisten aus Deutschland, sehen wir hier fast 21% und alle anderen Länder, wenn wir das jetzt hier mal ausgenommen von China, aber wenn wir das jetzt hier mal zusammenzählen, dann kommen wir jetzt hier auch mal auf über 21%, klar, aber trotzdem, das ist schon Wahnsinn, dass aus Deutschland mehr importiert wird wie aus der USA zum Beispiel. Ja, klar, China, ich denke, ist für fast jedes Land sehr, sehr wichtig, aber nur so, damit ihr das auf jeden Fall wisst, wie wichtig in dem Fall jetzt Deutschland für Polen ist. Andersrum genauso, ich habe hier, genau, das ist ja auch eine Statistik, die Handelspartner von Deutschland, die Top 10, und dann haben wir jetzt hier auch ein Ranking und hier sehen wir auch, dass Polen ganz, ganz, ganz wichtig ist. Wenn man jetzt guckt auf Rang Importe, ist Polen auf Platz 4. Hier haben wir dann auch natürlich den Euro-Wert in Milliarden gerechnet und wenn es um Exporte geht, dann auch Platz 5. Hier haben wir dann auch den Milliardenwert in Euro hier gemessen. Also wir sehen auf jeden Fall, beide Länder sind mehr oder weniger voneinander abhängig. Deswegen würde ich das jetzt sogar auch bestätigen in dem Fall, wenn es Deutschland wirtschaftlich nicht gut geht, könnte das auf jeden Fall sich auch etwas auf Polen auswirken. Es würde mit sehr, sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit auch kein Dauerschaden sein, aber Polen müsste dann schon meiner Meinung nach zumindest dann ein bisschen Zeit aufbringen, um das alles wieder aufzubauen, ne? Weil, wie gesagt, das ist einfach ein wichtiger Handelspartner und wenn der plötzlich wegfällt oder irgendwie schwächelt oder aus welchen Gründen auch immer da es Probleme gibt, wirkt sich das auch auf die polnische Wirtschaft aus, aber umgekehrt ja genauso. Ich habe mal wirklich vor 3 Jahren, glaube ich mal,
mal ein Video zum Import-Export Polen gemacht. Das ist schon sehr, sehr, sehr alt. Ihr könnt euch das vielleicht mal spaßeshalber anschauen. Dann habe ich damals berichtet, wer damals die wichtigsten Handelspartner für Polen war. Da war sogar noch Russland mit drin in der Statistik, weil damals war sogar noch Russland sehr, sehr, sehr wichtig, auch für Deutschland und für Polen. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, spaßeshalber, wenn ihr das möchtet. Schauen wir aber mal weiter. Wenn die deutsche Wirtschaft blüht, gewinne auch die polnische Wirtschaft. Wenn sich die deutsche Wirtschaft verlangsame, verlangsame sich auch die polnische. Die beiderseitige wirtschaftliche Beziehung würde sich derzeit auf 30% belaufen. Okay, das, was ich gerade gezeigt habe, ist aus dem Jahr 2023. Der Bericht, der ist jetzt, ich weiß nicht, circa 2 Wochen alt. Kann sein, dass sich da jetzt irgendetwas getan hat, dass das prozentual ein bisschen gestiegen ist. Polen sei ein großer Wirtschaftspartner für Deutschland, in einigen Bereichen größer als China. Zuvor hatte die Analysten die Bank PKO auf der Plattform X Daten zu den Auftragseingängen in der deutschen Industrie veröffentlicht, die ihrer Meinung nach nur oberflächlich gut aussahen. Ja, kann sein. Ich habe mir die Statistik nicht angeguckt. Ihre Diagnose: Man müsse mit der Lupe nach einem Aufschwung suchen. Ja, okay, aber dass die deutsche Wirtschaft in den letzten Jahren ein bisschen zur Seite kippt, das ist ja auch irgendwie gar kein Geheimnis. Klar versuchen da viele Staaten, und ich denke, das wird nicht nur Deutschland so sein, da werden viele Staaten da irgendwie ihre Finger mit im Spiel haben, um ihre Statistiken ein bisschen zu frisieren. Ich gebe euch mal vielleicht ein anderes Beispiel zum Thema Polen. Zur Pandemie war das ja so, dass Polen einer der größten oder der stärksten Wirtschaftsländer waren. Also die haben am wenigsten Verluste gemacht von allen. Komischerweise war hier die Inflation in Polen extrem groß. Also wir hatten hier die Inflation auf fast 20%. Ich glaube zum Schluss, also zum Höhepunkt waren das, glaube ich, 17 oder 18%. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das eine mit dem anderen zusammenhängt. Wie gesagt, ich bin ja kein Wirtschaftsexperte, aber wenn es doch ja so wunderbar läuft, dann dürfte es doch eigentlich gar nicht sich negativ auf die Bürger auswirken. Zumindest ist das so meine Meinung. Ne? Und da wurde auch mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit das ein oder andere frisiert. Genauso wie ja hier anscheinend Daten auf der Plattform X auch ein bisschen schöner dargestellt wurden, wie die in Wirklichkeit sind. Aber lesen wir mal weiter. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung habe Ende August geschrieben, dass kein Land seine Importe aus Deutschland im ersten Halbjahr 2024 so stark gesteigert habe wie Polen, erklärt die Wochenzeitschrift. Ja, das kann gut sein. Wahrscheinlich haben wir dann auch deswegen hier die 30%. Ist nicht ausgeschlossen. Sowohl bei den Importen als auch bei den Exporten ist Polen der 5. größte Handelspartner Deutschlands. Nach den Vereinigten Staaten, China, den Niederlanden und Frankreich, berichtet Deutsche. Das war auch schon der ganze Bericht. Weiter ist dann hier ein nächster Bericht, den schauen wir uns jetzt nicht an. Können wir vielleicht irgendwann mal machen, wenn ihr Lust darauf habt. Genau, das war jetzt auch soweit, denke ich, der ganze Bericht. Ich würde sagen, ist ein sehr, sehr, sehr interessanter Bericht, was hier gelesen wird. Ich weiß, dass es hier den einen oder anderen gibt, der vielleicht ein bisschen Schadenfreude hat, wenn es den Deutschen oder ich sag mal der deutschen Wirtschaft im Allgemeinen nicht gut geht. Aber wie schon gerade gesagt, ist das schon auch so, wenn es der deutschen Wirtschaft nicht gut geht, geht es anderen Ländern auch nicht gut. Polen könnte dadurch einen Rückschlag erleiden. Und mal von einer ganz, ganz, ganz anderen Seite, jetzt gehen wir mal ein bisschen in Richtung Politik rein. Deutschland ist auch der größte Geldgeber der Europäischen Union. Wenn die am Schwächeln sind, das heißt, gibt es auch weniger Geld in die Kasse der Europäischen Union. Das heißt, die Länder, die am meisten von der Europäischen Union profitieren, wo auch Polen darunter zählt, machen wir uns mal auch nichts vor, das kann man auch überall nachlesen. Sind das dann natürlich auch, ich will jetzt nicht sagen Einbußen, aber das sind natürlich dann auch Sachen, wo dann die polnische Wirtschaft oder im Allgemeinen das Land Polen auch vielleicht ein wenig darunter leiden könnte. Muss nicht, aber könnte. Das ist so zumindest meine Meinung zu diesem Thema. Ich finde, es wäre gut, wenn alle Handelspartner gut miteinander auskommen würden. Jeder verdient sein Geld durch den anderen. Das ist auch legitim. So ist das mit dem Handel. Klar, der eine kommt besser bei einigen Sachen davon, der andere kommt ein bisschen schlechter bei einigen Sachen davon. Aber ich würde sagen, woanders wird sich das dann auch immer irgendwo wieder
ausgleichen. Das ist so zumindest meine Meinung zu diesem Thema. Aber deine Meinung dazu würde mich wirklich sehr, sehr, sehr interessieren. Vielleicht haben wir ja auch hier einen Wirtschaftsexperten, der vielleicht auch seine Meinung mal zu diesem Thema sagen kann. Ihr könnt mich auch sehr gerne bei Instagram anschreiben. Da lese ich immer die Sachen wesentlich schneller, als wenn die auf YouTube kommentiert sind. Ihr könnt mir auch gerne auf YouTube in den Kommentaren schreiben. Nur leider ist es dann auch wirklich so, dass der ein oder andere Kommentar einfach untergeht. Ich kriege den dann nicht mit irgendwie. Manchmal ist das auch so, dass YouTube nicht alle Kommentare, aus welchen Gründen auch immer, nicht anzeigt. Deswegen, also wenn ihr irgendetwas Interessantes habt, könnt ihr mich auch gerne auf Instagram anschreiben. Mein Instagram-Name müsst ihr jetzt hier unten irgendwo aufleuchten. Und ja, dann können wir auf jeden Fall so ein bisschen schreiben. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. In diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.